Dank. Nun werden wir aus dem Munde des Sohnes von Familie Schmal die Biografie seiner Eltern hören. Das ist für die Stolperstein-Verlegung etwas sehr Besonderes und wir sind glücklich, dass wir von dir, Steve, in englischer Sprache und von Michael Ammann übersetzt die Biografie der Familie Schmal, die hier gelebt und praktiziert hat, hören dürfen. Dankeschön. Es wird etwas in Deutsch und dann in Englisch. Guten Tag, ich bin Steven Schmal. Ja. Guten Tag, ich bin Steven Schmal, wie man in den Vereinigten Staaten ausspricht, oder Stefan Schmal, wie man hier in Deutschland ausspricht. Ich bin der Sohn von Simon und Grete Schmal, deren Andenken heute durch die Verlegung von Stolpersteinen geehrt wird. Meine Frau Deb Schmal ist hier mit mir. Mein Deutsch, ich kann ein bisschen sprechen, aber es ist nicht sehr gut. Deshalb werde ich nach diesen einleitenden Worten auf Englisch sprechen. Und unser guter Freund Michael Ammann, der aus Berlin hier ist, wird übersetzen, was ich sage. Before I talk about my parents, I would like to thank Annelies and Jürgen Dobler. Bevor ich über meine Eltern spreche, möchte ich Anneliese und Jürgen Dobler danken. The Doblers are sponsoring the Stolpersteine, an act of generosity without which this ceremony would not take place. Die Doblers haben die Stolpersteine gestiftet in einem Akt von Großzügigkeit, ohne den diese Zeremonie gar nicht stattfinden würde. I cannot express in words how grateful I am for what they have done. Mir fehlen die Worte, um zu sagen, wie dankbar ich dafür bin, was sie getan haben. Jürgen is here today, but unfortunately Annelies is unable to be here. Jürgen ist heute hier, Anneliese ist leider nicht in der Lage zu kommen. I would also like to thank Michael Ammann, our friend from Berlin, for doing the translation and for so much more. Muss ich das übersetzen? Ich glaube, den Satz lasse ich weg. Gudrun Greth for doing so much in organizing today's ceremony. Ich danke Gudrun Greth, die so viel getan hat, indem sie diese Zeremonie heute organisiert hat. Frau Greth played a similar role in the ceremony 2 years ago, at which a Stolperstein was laid in memory of my grandmother, Bette Schmal, who died in Theresienstadt. Gudrun Greth hat eine ähnliche Rolle gespielt in der Zeremonie vor 2 Jahren, bei der ein Stolperstein gelegt wurde in Erinnerung an meine Großmutter Betty Schmal, die in Theresienstadt gestorben ist. Frau Greth leads the Stolpersteine initiative in Stuttgart Ost, but has been instrumental in arranging for this ceremony in Stuttgart Bad Cannstatt, where my parents live and where my father worked. Frau Greth leitet die Stolperstein-Initiative in Stuttgart Ost, aber sie war ganz entscheidend wichtig und hilfreich darin, diese Zeremonie in Bad Cannstatt zu organisieren, wo meine Eltern gelebt haben und wo mein Vater gearbeitet hat. And I would want to thank Gunther Demnig for his idea of the Stolpersteine and for the fact that he made the 2 Stolpersteine that will be laid today. Und ich möchte mich bei Günther Demnig bedanken für seine Idee der Stolpersteine und für die Tatsache, dass er diese beiden Stolpersteine angefertigt hat.
When the Stolperstein was laid in memory of my grandmother, an article was written by Hilke Lorenz that appeared in the Stuttgarter Zeitung. Als dieser Stolperstein verlegt wurde in Erinnerung an zum Andenken an meine Großmutter, wurde ein Artikel, den Hilke Lorenz geschrieben hat, erschien in der Stuttgarter Zeitung. Its main theme was the friendship that had developed between Michael and me. But in it, my father's name was mentioned. Das Hauptthema dieses Artikels war die Freundschaft, die sich zwischen Michael und mir entwickelt hat, aber in diesem Artikel wurde der Name meines Vaters erwähnt. And as a result, 3 elderly people, Frau Dobler, Eberhard Beisch, and Horst Strohmeyer, came forward with their memories of being treated by my father. Und als Ergebnis dieses Artikels haben sich 3 ältere Herrschaften gemeldet, Frau Dobler, Herr Eberhard Beisch und Horst Strohmeyer, und haben ihre Erinnerungen erzählt, wie sie seinerzeit von meinem Vater behandelt wurden. It is this living connection to my father and through him to my mother that is for me the most meaningful part of today's ceremony. Diese lebendige Verbindung zu meinem Vater und durch ihn zu meiner Mutter ist für mich der allerbedeutendste Teil der heutigen Zeremonie. It is still hard for me to believe that Frau Dobler, Herr Beisch, Herr Strohmeyer provided me with that connection, which goes back more than 80 years to before I was born. Immer noch kann ich es kaum glauben, dass diese 3 Menschen, Frau Dobler, Herr Beisch und Herr Strohmeyer, mich mit dieser Beziehung zu meinem Vater beschenkt haben, mit dieser Verbindung zu meinem Vater beschenkt haben, die mehr als 80 Jahre zurückgeht in eine Zeit, bevor ich überhaupt geboren war. They connect me with my father in a way that few people have, as a person who is excellent in treating patients, particularly children. Sie verbinden mich mit meinem Vater auf eine Art, wie es wenige Menschen getan haben, als ein Mensch, der herausragend war darin, wie er Patienten behandelt hat und ganz besonders Kinder. My father, Simon, was born on July 12, 1898 in Laupai. Mein Vater Simon wurde geboren am 12. Juli 1898 in Laupai. His parents were Julius Schmal and Betty Schmal, geboren Oberdorfer. Seine Eltern waren Julius Schmal und Betty Schmal, geborene Oberdorfer. Simon was the second of Julius's and Betty's 4 children. Simon war das zweite von Julius und Bettys 4 Kindern. He was the first in his part of the Schmal family to receive a substantial education. Er war der erste in der Familie Schmal, der eine weiterführende Schulbildung erhalten hat. After attending gymnasium in Ulm, he matriculated as a medical student at the university in Tübingen. Nach dem Gymnasium in Ulm hat er sich als Medizinstudent an der Universität Tübingen eingeschrieben. World War I interrupted his studies. He served for almost 2 years in the German army, but after being released from military service, he resumed his studies. Der Erste Weltkrieg unterbrach sein Studium. Er diente fast 2 Jahre beim Militär, aber nachdem er vom Militär entlassen wurde, hat er seine Studien wieder aufgenommen. He received his medical degree from the University in Freiburg in 1923. Seinen Abschluss hat er an der Universität Freiburg gemacht im Jahr 1923. After his residency in Berlin, he established a pediatric medical practice in Stuttgart, here in Bad Cannstatt, right here, which is where he met his future wife.
Nach seiner Assistentenzeit in Berlin hat er eine Arztpraxis, eine Kinderarztpraxis hier in Stuttgart eröffnet, hier in Bad Cannstatt, genau hier, wo er dann seine künftige Frau getroffen hat. My mother, Greta, was a native Stuttgarter, born here on January 11th, 1906. Meine Mutter war eine gebürtige Stuttgarterin, hier zur Welt gekommen am 11. Januar 1906. Her parents were Julia Schmidt and Clara Schmidt, geboren Levy. She was the youngest of their 5 children. Ihre Eltern waren Julius Schmidt und Clara Schmidt, geborene Levi. Sie war die jüngste ihrer 5 Kinder. Julius Schmidt had founded a company, Julius Schmidt and Company, or ISCO for short, that manufactured undergarments and employed up to 500 people. Julius Schmidt hatte eine Firma gegründet, Julius Schmidt Company oder ISCO abgekürzt, die Unterwäsche hergestellt hat und bis zu 500 Menschen angestellt hatte. As the family